Auf den staubigen Straßen eines kleinen Dorfes hatte ein reisender Händler Schwierigkeiten, seine Waren zu verkaufen. Er hatte die Region erst vor wenigen Wochen durchquert und die meisten Dorfbewohner hatten seine Waren bereits gesehen. So wanderte er durch die Randgebiete der Stadt, in der Hoffnung, neue Kunden zu finden. Leider war die Straße fast menschenleer. Der Händler wollte gerade umkehren, als er ein schrilles Jaulen vom Waldrand her hörte. Als er den Schreien nachging, entdeckte er einen gefangenen Tanuki. Diese Tiere waren eigentlich für ihre Schläue bekannt, doch dieses Exemplar schien verängstigt und hilflos. Der Händler befreite das zappelnde Wesen, doch bevor er die Wunden versorgen konnte, flüchtete es ins Dickicht. Am nächsten Tag machte sich der Händler auf seinen üblichen Weg. Am Wegesrand entdeckte er einen Teekessel. Er war zwar verrostet und alt, aber vielleicht konnte er ihn an die Mönche verkaufen. Der Händler polierte ihn, bis er funkelte und glänzte. Er trug den Kessel zum Morinji-Tempel und zeigte ihn den Mönchen. Er kam genau zur rechten Zeit. Die Mönche brauchten einen Topf für eine wichtige Zeremonie und kauften ihm den Teekessel für einen stattlichen Preis ab. Zur Eröffnung der Zeremonie wurde jedem Mönch Tee eingeschenkt. Aber der Kessel kühlte zu schnell ab. Er musste daher oft wieder aufgewärmt werden und er schien sich in der Hand des Einschenkenden zu winden. Am Ende der Zeremonie fühlten sich die Mönche betrogen und verlangten vom Händler, zurückzukommen und die Sache zu erklären. Am nächsten Morgen untersuchte der Händler den Kessel, aber er konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Ein Tee könnte beim Nachdenken helfen, daher stellten sie den Kessel ins Feuer. Sofort begann das Metall zu schwitzen und plötzlich wuchsen dem Kessel ein struppiger Schwanz, pelzige Pfoten und eine spitze Nase. Der Händler war fassungslos. Das war der Tanuki, den er befreit hatte. Er hatte Geschichten über Tanuki gehört, die sich verwandelten, indem sie an ihren Hoden zogen. Aber sie waren oft Gauner, die Reisenden üble Streiche spielten oder Geld regnen ließen, das sich später in Blätter verwandelte. Manche Leute stellten sogar Tanuki-Statuen vor ihren Häusern und Geschäften auf, um von Schelmen und ihren Streichen verschont zu bleiben. Dieser Tanuki hingegen lächelte freundlich. Warum hatte er sich in einen Teekessel verwandelt? Der Tanuki erklärte, dass er sich für des Händlers Hilfe revanchieren wollte. Als Teekessel wurde ihm aber zu heiß. Und auch das Schrubben und Polieren gefiel ihm nicht. Der Mönch und der Händler lachten, beeindruckt vom ehrlichen Schwindler. Von diesem Tag an wurde der Tanuki zu einem geschätzten Gast des Tempels. Oft sah man ihn Geschichten erzählen und Tricks vollführen, die auch den ernstesten Mönch erheiterten. Menschen reisten von weit her, um den Tempel-Tanuki zu sehen. Und auch der Händler kam oft auf einen Tee vorbei, zubereitet in normalen Kesseln. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klick auf Abonnieren und verpasse keine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.